Heute bekam ich wieder eine Anfrage von einem interessierten angehenden MQL-Programmierer, der mir die Frage gestellt hat, ob es denn wohl möglich sei, im Monat mindestens 3% Profit zu machen. Tatsächlich habe ich gehört, dass selbst Warren Buffett als Investor im Jahr nur ungefähr 20% Profit machen kann. Und er ist einer der reichsten Männer der Welt. Ein monatlicher Profit von 3% entspräche einem jährlichen Profit von etwa 36%, was deutlich höher als Warren Buffetts durchschnittliche Rendite ist. Bedeutet das jetzt, dass das nicht möglich ist? Nun, eigentlich ist es eher so, dass eine profitable Lösung über einen längeren Zeitraum nur schwer umzusetzen ist, wenn man mindestens 3% im Monat erzielen möchte oder muss. Die Idee ist grundsätzlich nicht, sofort besonders hohen Profit zu machen, sondern gerade in der Anfangsphase möglichst wenige Fehler zu begehen und wenig Geld zu verlieren. Der überwiegende Teil aller Anfänger verliert innerhalb weniger Monate einen Großteil oder sogar das komplette Handelskapital. Es geht also im ersten Schritt darum, nicht die Profite zu optimieren, sondern die Verluste zu beschränken, solange man noch lernt und genügend Kapital hat. Das zweite Problem an der Sache ist, dass jeder Monat etwas anders verläuft. Man kann sich Profite aus automatischem Trading nicht vorstellen wie ein regelmäßiges Gehalt. Es mag Monate geben, in denen man Minus macht, dafür macht man in einem anderen Monat vielleicht etwas mehr Plus. Dazu kommt das Problem, dass Menschen grundsätzlich immer dazu tendieren, das eigene System in Frage zu stellen und verbessern zu wollen. Wer sich nicht an die eigenen Regeln halten kann, wird spätestens bei der 3. oder 4. Ausnahme merken, dass er genau zum falschen Zeitpunkt genau das Falsche getan hat. Das kann dazu führen, dass man frustriert ist und daraus entstehen dann solche Dinge wie Rache-Trades. Menschen sind emotional und das führt dazu, dass immer wieder Situationen auftreten, bei denen man sich unwohl fühlt oder unüberlegte Dinge tut. Die Absicht dahinter mag gut sein, aber oft ist das Ergebnis ziemlich verheerend. Viele Leute sehen automatisches Trading auch als eine Art Hellseher-Methode oder als Ersatz für Glücksspiel an. Tatsächlich geht es dabei aber eher um statistische Wahrscheinlichkeiten und das bedeutet, dass es auch Abweichungen von der Norm geben kann. Denn wer nicht in der Lage ist, sein eigenes Trading-System über einen längeren Zeitraum durchzuhalten, wird es grundsätzlich schwer haben, egal ob er automatischen oder manuellen Handel bevorzugt.